Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pirate TV Nummer. So, bevor es losgeht mit der Folge, natürlich hier erstmal eine kleine Übersicht. In dieser Folge gibt es mal mehr als einen Zylinder. Wir haben den Experten von Motul zu Gast. Und wir starten mit dem ersten Teil des Cayenne FCR-Vergasers. Hey ho Gemeinde, Rock'n'Roll. So, los geht's mit dem ersten Beitrag. Habt ihr schon in der Vorschau gesehen. Wir haben jetzt hier mal keinen Einzylinder auf der Bühne stehen, sondern einen klassischen Zweizylinder. Ne? Sprich KTM 99 SMT. Und wir werden hier mit diesem Fahrzeug eine neue Serie starten. Wollen wir es mal so nennen. Also wir werden jetzt hier an diesem Fahrzeug beginnen, erstmal dem Motorrad mal ein bisschen Manieren beizubringen, weil die meisten Leute oder die so ein Fahrzeug ihr eigen nennen, wissen, was ich meine. Also gerade mit dem Akrapovic-Map sind das quasi Alkoholiker, also die saufen sich wirklich zu Tode, Kraftstoff ohne Ende wird da verbraucht, was eigentlich gar nicht nötig ist. Dann halt das sehr ruppige Fahrverhalten, gerade im unteren Drehzahlbereich, gerade im Lastwechselbereich. Sehr schlechte bzw. sehr ruppige Gasannahme halt. Und da werden wir mal angreifen und werden versuchen, mit ein paar Komponenten hier mal was zu ändern. Welche Komponenten das sind, das zeige ich euch jetzt. Ja, starten wir klassisch mit dem Power Commander. Wie gehabt, ja, bei den 619 machen wir ja auch nichts anderes. Hier haben wir den halt auch für die 99 im Programm und dementsprechend halt optimal zur Gemischeinstellung. Ja. Kommen wir zum Luftfilter, BMC Plattenfilter, der wird ersetzt oder ist als Ersatz für den Original Papierfilter da, bis zu 20% höheren Luftdurchlass und tut dem ganzen Motorrad mit Sicherheit gut, dementsprechend halt auch obenrum wahrscheinlich ein bisschen mehr Spitzenleistung. Aber ne, das ist ja hier momentan gar nicht interessant. Und zum Schluss aus dem Power Parts Katalog der Gasgriff von KTM mit den 3 verschiedenen Rampen, um hier die Gasannahme weicher zu gestalten. Ne? Welche Rampe wir nehmen, müssen wir mal ausprobieren. Das werden wir dann sehen. Ne? So, wie wir das messen, das zeige ich euch jetzt. Ja, und wie geht das? Natürlich mit 2 Breitbandsonden, ganz klar. Ne? Bei den 690ern braucht man nur eine, jetzt brauchen wir natürlich 2. Seht ihr hier in den Originalbohrungen der Originalsonden eingeschraubt, 2-mal Breitbandsonde vorne hinten. Wir werden dann das Original-Map erstmal komplett einmessen. Also was macht das Akrapovic KTM-Map wirklich in der Gemischaufbereitung im ganzen Drehzahlbereich und im ganzen Lastbereich vor allen Dingen. Das werden wir als allererstes mal natürlich auf der Rolle messen und dann, das Schöne ist ja, wir können mitnehmen mit dem Abgastester, einfach mal auf der Straße testen. Diese Daten nehmen wir dann als Basis und können dann anhand oder mit dem Power Commander dementsprechend das Map anpassen und dieses ganze Fahrverhalten hoffentlich verbessern. Also die ganzen schlechten Manieren rausprogrammieren. Ja? Und wie das funktioniert oder was dabei rausgekommen ist, das seht ihr in der nächsten Folge. Und jetzt geht's weiter. So, da sind wir mit einem ganz besonderen Gast, wie ihr schon in der Vorschau gesehen habt, der Herr Alexander Hornoff von der Firma Motul Deutschland, Leiter Technik und Produkte. Ja, Alex, schön, dass du hier bist. Ja, hallo. Ja, ich hatte es ja angekündigt in der Folge mit der Ölverdünnung, dass wir, wenn wir Glück haben, du mal Zeit für uns hast. Hast du, ganz klasse, super toll. Ich würde sagen, wir steigen mal über das Thema Öl mal locker ein und einfach über das Thema Viskosität, weil da scheiden sich ja schon viele Geister. Was ist das überhaupt? Was ist die erste Zahl? Ist das ja, soviel ich weiß. Ne? Und
Was ist 10W, was ist 20W? Wo ist da überhaupt der Unterschied? Oder wie erklärt man das überhaupt? Ja, Viskosität beschreibt letztendlich die innere Reibung der Flüssigkeit, also den Widerstand, den die Flüssigkeit dem Fließen entgegensetzt. Ja, und bei bestimmten Flüssigkeiten kann diese Viskosität sehr hoch sein, zum Beispiel Honig. Der braucht sehr lange, bis er also vom Löffel aufs Brötchen runterkommt. Dagegen Wasser hat eine geringere Reibung und fließt deswegen auch sehr schnell. Daher auch der Spruch, das Öl war sprichwörtlich so dünn wie Wasser. Naja, okay. Das wird aber irgendwie auch getestet mit einer schrägen Ebene, glaube ich, ne? Nee, es wird mit einem Kugelfallviskosimeter getestet, wo eine bestimmte Wegstrecke innerhalb von einer bestimmten Zeit zurückgelegt wird und daraus über eine Gerätekonstante kann man dann die Viskosität errechnen. Also. Das sind Standardprüfwerte, die macht man bei 40 und bei 100 Grad, um unter anderem auch dann Öle in die sogenannten SAE-Viskositätsklassen einteilen zu können. Okay, also das ist ganz wichtig, dass diese beiden Temperaturklassen getestet werden, bei 40 und bei 100 Grad, Genau. damit man auch weiß, wenn das Öl richtig Temperatur hat, Genau. wie fließfähig ist es dann noch. Ne? Genau, richtig. Gut. Und da ist oft je höher der Wert, desto langsamer ist die Fließgeschwindigkeit und desto höher ist die Viskosität, weil viele da bei den Werten sich verlesen und denken, oh, ein hoher Wert muss eine hohe Fließgeschwindigkeit haben. Das ist dann also eine falsche Interpretation. Das heißt also, gerade bei einem hohen Wert heißt es auch, dass das Öl im heißen Zustand langsamer von den Schmierstellen zurücklaufen kann. Genau. Aha, das heißt also, wir haben länger Öl auf den Schmierstellen, wenn der Motor quasi, wenn ich stelle den Motor ab, er ist heiß. Wenn das der Wert bei 100 Grad ist, dann wäre Ja. es so, ja. Wenn Okay. es der Wert bei 40 Grad wäre, wäre es dann noch nicht aussagekräftig dazu. Okay, alles klar. So, weiter geht's. Wir kommen jetzt mal zum Aufbau von Ölen, damit wir überhaupt mal wissen, wie wird so ein Schmierstoff überhaupt aufgebaut bzw. im Chemielabor konstruiert, sozusagen. Als allererstes nochmal ganz kurz, warum jetzt ihr hier so eine Pulle seht mit einem Mikro und einem Kopfhörer drauf, hat ganz einfach den Grund, das ist mein Headset, weil mein altes Mikro oder mein anderes Mikro ist nämlich weg. Also dementsprechend, der Alex hat nur heute Zeit, also muss ich mir jetzt schnell einen basteln, damit wir hier überhaupt einen vernünftigen Ton haben. Ich hoffe, es klappt, aber wir haben gerade schon mal einen Test gemacht, das müsste schon passen. Alex, Aufbau von Ja. Ölen. Übrigens, tolle MacGyver-Lösung. Ne? Du Wa? hast sozusagen, versuchst du intensiv in die Öldose hineinzuhören, Genau. um was über deren Inhalt herauszubekommen. Wir horchen. Genau. Ne? Ja, allgemein zum Aufbau von Schmierstoffen kann man sagen, die bestehen zum einen aus einem Basisöl und einem Additivpaket. Und bei den Basisölen gibt es grundsätzlich Unterschiede. Es gibt unterschiedliche Qualitäten, die man einsetzen kann, von mineralischen Basisölen über synthetisch hergestellte, vollsynthetische oder hier im besonderen Fall auch synthetisch hergestellte Ester. Ja. Was sind jetzt im Allgemeinen die Unterschiede? Also ich möchte jetzt hier keinen mit großen chemischen Formeln langweilen, sowieso schwer fassbar. Also ein mineralisches Basisöl ist letztendlich direkt hergestellt aus dem Erdöldestillat, welches dann in der Raffinerie verfeinert wird. Das heißt, da werden die Bestandteile entfernt, die man im Öl nicht haben möchte, weil Öl halt dann schneller altert. Und von der Struktur her muss man sich das ungefähr so vorstellen wie Flusskieselsteine an einem Fluss. Wenn man also am Rhein spazieren geht, findet man die gerade aktuell in großer Menge. Die sehen alle unterschiedlich aus, die bestehen aus unterschiedlichen Gesteinsarten, haben unterschiedliche Formen und sind nur sehr schwach miteinander verbunden. Wenn ich da mal mit einem Fuß reinsteppe, die fliegen auseinander wie nichts. Und übertragen auf ein mineralisches Öl heißt das, die thermische und mechanische Belastbarkeit ist also dementsprechend schwach. Ja. Dagegen ein vollsynthetisches Öl, da habe ich nur Bestandteile drin, die gleichartig sind, gleiche Form, gleiches Material, sehr stabil miteinander verbunden, gesättigt, also sehr reaktionsträge. Da kann man sich eine Ziegelsteinmauer vorstellen, wenn da der Mörtel ausgehärtet ist und man tritt mal gegen so eine Ziegelsteinmauer, dann merkt man am Schmerz im großen Zeh, wie hoch der Widerstand ist und dementsprechend hoch ist also auch die thermische Belastbarkeit und die mechanische Belastbarkeit im übertragenen Sinne auf den Schmierstoff. Ja. Okay. Ja, das sind so die grundsätzlichen Unterschiede bei den Basisölen. Natürlich gibt es auch noch Additivpakete, die eine große Rolle spielen, die letztendlich auch Einfluss haben auf das Leistungsvermögen des Öles. Ja. Und
da wird man natürlich Additivpakete einsetzen, die speziell abgestimmt sind auf Motoren. Und das ist ja mal ein Sonderfall. Also geradverzahntes Getriebe, Nasskupplung im selben Ölkreislauf wie der Motor. Ja? Und da ist das schwächste Glied in dem Bereich die Nasskupplung. Ja? Weil wenn die anfängt zu rutschen, dann haben wir alle keinen Spaß mehr. Und dann geht meistens das Gezeter los. Ja, klar. Und gerade im Einzylinderbereich haben wir dann auch die Kurbelwellenproblematik. Ja, Besonderheit bei den großvolumigen Einzylinder Viertakt Motorradmotoren ist, dass die also Zylinderrollen gelagert sind, beziehungsweise Nadel gelagert sind. Kurbelwelle wie Pleuel. Haben wir hier so einen kleinen... ein kleines Potpourri haben wir hier mal aufgebaut, ne, damit ihr mal seht. Hatte ich euch ein paar Videos schon mal gezeigt. Das ist zum Beispiel jetzt ein normales Zylinderrollenlager von der 690. Hier zoomen wir ein bisschen ran. So, kann man jetzt natürlich nicht mehr sehen. Ich halte es mal hoch. Ja. Hier seht ihr das Lager und dann der dementsprechende Innenring. Und daran kann man schön erkennen, wie da diese Rollen drin liegen und was da für eine große Fläche ist, wo das Öl zwischen muss. So, ich zoome wieder raus. Technik ist was Tolles. So. Ja, wie gesagt, Besonderheit bei diesen konstruktiv bedingten Gegebenheiten ist, dass wir bei dem Motor auch extrem hohe Drehzahlspitzen haben und wenn halt in bestimmten Betriebspunkten keine zuverlässige Schmierung gewährleistet ist, kann man dann halt auch sehr gut am Hubzapfen von der Kurbelwelle sehen, wo der Zündzeitpunkt ist. Und dann hinterlassen nämlich diese Zylinderrollen Hammerspuren auf dem Hubzapfen, auf der Laufoberfläche und die arbeiten dann die komplette Laufoberfläche vom Hubzapfen runter. Wenn man einmal ringsrum ist, dann ist es meistens schon zu spät, dann ist der Zylinder... Da haben wir auch eine für, die kann ich mal holen. Aktuell von der 690. Ich zoome wieder ran. Ja, und ihr könnt das schön sehen, wie hier in dem Bereich, ja, was Alex gerade sagte, schön auf OT die Rolle gelaufen ist. Genau. Ja, das ist auch genau der Bolzen von dem Lager. Wie der dann schön rumgegangen ist hier und komplett sich eingelaufen hat, beziehungsweise hat die ganze Oberfläche weggerissen. Ja, und hier unten ist wieder alles blanko, ne, so wie es sich gehört. Und hier oben ist halt genau in dem Bereich, wenn der Kolben Druck kriegt, im OT-Bereich, dann runterläuft. Und ihr seht ja, hier ist überhaupt keine thermische Belastung gekommen. Also da war genug Öl. Ne? Nur plastisch verformt. Ja, ist nur plastisch verformt. Es ist keine Hitze irgendwie entstanden, dass man sagen könnte, oh, der ist blank gelaufen, ohne Öl. Nein, er ist nur rein durch den zu hohen Druck und wahrscheinlich den fehlenden Schmierfilm einfach weggeplatzt. Worden, ne? So, sind wir wieder zurück. Ja, und bei dem fortgeschrittenen Verschleiß dürfte dann eine Komplettrevision erforderlich gewesen sein. Ne? Das ist richtig. Wenn das Zeug wegplatzt, hat man das im ganzen Motor. Dann natürlich schön bei der Druckumlaufschmierung wird das schön alles im Motor verteilt. Also Ölpumpen kaputt, Zylinder. Der Kolben schnappt sich die Spänchen, die bleiben im Alu hängen, schraubt schön die Zylinderlaufbahn schön kaputt. Das Nickersiegel, das ist ja sehr hart, aber irgendwann gibt das halt auf. Ja. Und wenn man es dann hört, ist es schon zu spät. Ne? Richtig. So, jetzt haben wir das mit den Lagern. Interessant ist ja noch gerade im Punkto Öl oder Zusätze im Öl, diese berühmten Additive oder Additivpakete. Alex, genau. Was ist das? Also Additivpakete sind Zusätze, die dem Öl beigefügt werden, das sagt ja der Begriff Additiv, die hinzugefügt werden, die letztendlich bestimmte Funktionen übernehmen. Also Verschleißschutz, Korrosionsschutz, natürlich auch
ein Schutz fürs Getriebe, geradverzahntes Getriebe. Da treten ja teilweise auch extrem hohe Flächenpressungen auf den Zahnflanken auf und da wird verhindert, dass Metalloberflächen sich direkt berühren. Das erreicht man unter anderem auch durch Additive. Die bilden also auf den Oberflächen eine gleitfähige Schicht aus und dann wird zuverlässig verhindert, dass Metall auf Metall sich direkt berührt. Und damit dann auch Verschleiß verhindert, aber letztendlich auch eine effektive Kraftübertragung sichergestellt. Das Ganze muss natürlich dann auch noch bei einer Nasskupplung funktionieren. Also so eine Motorradölformulierung ist nicht so ganz ohne, weil wie gesagt, die Nasskupplung ist das schwächste Glied in diesem Ölkreislauf. Und wenn man es zu sehr übertreibt mit der Reibungsreduzierung, kann sich das also auch negativ auswirken auf die Nasskupplung. Die Kraftreduzierung, genau. Weil die Kupplung rutscht. Dann rutscht die Kupplung durch, überhitzt und dann... Also das heißt auf gut Deutsch, man kann in diesen Additivpaketen, die kann man so bauen für diese Öle, so wie der Hersteller oder wie der Motorradhersteller zum Beispiel oder der Fahrzeughersteller quasi gerne haben möchte. Genau. Die sind sozusagen maßgeschneidert angefertigt für Motorradmotoren. Vielleicht noch kurz zur Wiederholung, Motor ist ein Otto-Hochleistungsmotor. Der läuft also in komplett anderen Betriebsbereichen als ein vergleichbarer Pkw-Ottomotor und hat natürlich auch eine viel höhere Leistungsdichte. Und daran angepasst ist also auch eine Ölformulierung für einen Motorradmotor. Und seit 1999 gibt es die Yaso MA. Das ist eine Organisation, die Yaso ist eine Organisation in Japan. Und damit wird halt eine Nasskupplungsverträglichkeit sichergestellt und per Freigabe geprüft und getestet. Okay. Um zu verhindern, dass halt die Kupplung durchrutscht, wenn man halt einfache Autoöle verwendet, die in erster Linie so ausgelegt sind, dass die Reibung reduziert wird, was dann wiederum zu einer rutschenden Kupplung führt. Weil ein Auto hat ja Trockenkupplung. Ne? Genau, da brauchen wir uns um die Nasskupplung keine Sorgen machen. Wir schmieren ja nur die Kurve. Ein Auto darf man auch nicht vergessen, hat auch kein Getriebe im gleichen Kreislauf, das darf man auch nicht vergessen. Und von daher sind in Autoölen auch keine Getriebe-Verschleißschutzadditive drin und auch keine Anti-Schaumzusätze, die also verhindern, dass im Getriebe Schaum entsteht. Also das wäre auch ein Additiv, was also in einem Motorenöl enthalten ist. Ja? Anti-Schaumzusatz. Anti-Schaum, okay. Weil wenn es ausschäumt, dann hast du eine Flüssigkeit gemischt mit einem Gas, also mit der Luft, ist komprimierbar und die Luft ist ein sehr guter Isolator und dementsprechend schlecht wird halt die Wärme abgeführt. Also deine Komponente würde dann überhitzen. Also dann käme es auch zum Beispiel zu diesem berühmten Zahnflankenpitting? Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn direkter Metall-Metall-Kontakt auftritt. Ja, dann kommen erst so Grauflecken, die sieht man dann auf den Oberflächen. Und wenn es zu massiv wird, dann gibt es also punktuelle Verschweißung. Und dann wird also Material aus den Zahnflanken herausgerissen und dann entstehen die Pittings oder auch Grübchen. Dann wird so ein Getriebe auch laut und die kleinen Partikel, genau wie hier, die sind dann im ganzen Ölkreislauf verteilt und sorgen dann natürlich auch für weiteren Verschleiß. Gern genommen halt damals noch bei den alten Einzylindern zum Beispiel Yamaha, ne? Also jeder XT-Fahrer kann da ein Lied von singen. Schöne 5. Gang kaputt, 3. Gang kaputt, auch immer gerne. Da konnten wir auch nichts dran machen und das war leider konstruktiv sehr schlecht, das Getriebe. Gut, dann haben wir das Thema Additive eigentlich abgehakt oder gäbe es da noch irgendwie was Spezielles? Also wie gesagt, wir haben Additive drin, die Verschleiß verhindern, eine Kraftübertragung so effektiv wie möglich machen. Wir haben aber auch Anti-Schaumzusätze drin, Besonderheit beim Motorrad, durch das Getriebe, durch die Tauchschmierung. Dann haben wir Korrosionsschutzadditive drin, weil es fährt ja nicht jeder nur auch permanent auf der Rennstrecke, sondern auch normal Straße und dann sind die Wechselintervalle doch deutlich länger als im Renneinsatz. Und dementsprechend müssen dann also auch Zusätze drin sein, die den Ölkreislauf sauber halten, den gelösten Schmutz in der Schwebe halten und es somit ermöglichen, dass er zum Ölfilter transportiert werden kann. Korrosionsschutzadditive sind drin, die also im Öl vorhandene Säuren neutralisieren und letztendlich auch dafür sorgen, dass der Motor von innen heraus nicht, wie du immer so schön sagst, vermockert. Vermockert, genau. Diese Säuren, wie kommen die da rein? Wie entstehen die? Ja, über die Verbrennung gelangen natürlich saure Komponenten ins Öl. Also das Kurbelgehäuse ist ja nicht hermetisch abgeschlossen zum Brennraum und somit kommen also auch Verunreinigungen ins Öl.
Und da sind halt auch Saubestandteile dabei, die in Verbindung mit Wasser halt Säuren bilden können und die müssen neutralisiert werden. Und ihr seht, wo ich langsam drauf hin will, ne? Die Verbrennung, Kolben, Abdichtung. Dann kommen wir nämlich jetzt direkt zum nächsten Punkt. Natürlich will er zu einem ganz bestimmten Additiv, ne? Und zwar zu dem Additiv, was die Ölverdünnung sich gegen die Ölverdünnung stemmt, beziehungsweise gegen den Kraftstoffeintrag, was ich ja in unserem Video mit der Ölverdünnung schon erklärt hatte. Ich blende euch das oben nochmal ein. Da könnt ihr euch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, gerne mal draufklicken. Schaut es euch an, da erkläre ich eben halt, wie Kraftstoff überhaupt ins Öl gelangen kann und durch diese Kettenreaktion, Öl wird immer dünner durch mehr Kraftstoff und gelangt dann wieder, natürlich weil es zu dünn ist, am Abschreiben vorbei in den Brennraum und wird mit verbrannt. Da hat Motul ja das 300V rausgebracht in puncto Ölverdünnung oder gegen quasi speziell additiviert gegen Ölverdünnung. Das ist richtig? Oder? Ja, also erstmal Gratulation zu deinem Special letztens. Also du hast jetzt wirklich sehr anschaulich erklärt, Danke. der unverbrannte Kraftstoff tatsächlich wie von Geisterhand ins Kurbelgehäuse und somit ins Öl gelangt. Genau. Weil das hat halt kaum einer auf dem Schirm, wenn er mit dem Moped unterwegs ist. Ja, wir haben eine spezielle Produktlinie entwickelt, die Motul 300V Factory Line, und die basiert auf der Ester Core Technologie. Und nicht allein das Additivpaket, sondern die gesamte Formulierung ist halt auch in der entsprechenden Viskosität sehr gut geeignet, um diesen Eintrag an unverbrannten Kraftstoff zu kompensieren. Weil was passiert, wenn unverbrannter Kraftstoff ins Öl gelangt, haben wir schon oft genug gesehen bei Laboranalysen, die Viskosität nimmt ab. Sehr schnell. Ja, also wir haben festgestellt, ab 2% und darüber bricht praktisch die Viskosität zusammen. Ja. Jetzt ist aber allein der Kraftstoffeintrag nicht der alleinige Faktor, der zu einem Viskositätsabfall führt, sondern dazu führt natürlich auch noch ein Scherverlust. Ja. Und das kann halt daher kommen, wenn das Basisöl nicht widerstandsfähig genug ist. Da sind wir wieder bei den Fluss- und Kieselsteinen. Also gerade mineralische Öle oder teilsynthetische Öle sind thermisch und mechanisch eben nicht so hoch belastbar. Und somit haben wir also auch über die Zeit einen gewissen Scherverlust, der zu einem Viskositätsabfall führt, plus unverbrannter Kraftstoff. Und wenn sich das dann summiert, dann sind natürlich die Auswirkungen umso drastischer. Ne? Wie man hier sehen kann. Drin, ne? Das Genau. wird dann immer schlimmer. Also, ne? Genau. Je länger wir mit der Plörre fahren, desto schlimmer wird es. Wichtig ist, wenn unverbrannter Kraftstoff im Öl ist, dass man halt so schnell wie möglich wechselt. Ja, jetzt gibt es ja immer, ich hatte die Diskussion auch schon natürlich von Leuten, die mit Autos fahren, also die sagten, ja, der ADAC sagt, das wäre alles kein Problem und bis 10% Kraftstoffeintrag wäre alles kein Thema, das würde verdunsten, wenn man heiß genug fährt, also wenn der Motorrad richtig heiß gefahren wird, würde der Kraftstoffanteil im Öl über die Motorgehäuseentlüftung sowieso wieder ablüften. Das ist ja, der ADAC macht natürlich die Aussagen allgemeingültig für Pkw-Motoren. Ja gut, das ist Pkw. Ja, da haben wir Otto- und Dieselmotoren und so ein Dieselmotor, der überlebt auch ganz gut, wenn da 10% unverbrannter Dieselkraftstoff drin sind, durch häufige Partikelfilterregeneration zum Beispiel. Da hat es nicht so dramatische Auswirkungen wie beim Benzin, also da geht die Viskosität deutlich runter und somit natürlich auch mein Öldruck. Und wir dürfen hier nicht vergessen, bei den großvolumigen Einzylindermotoren, die also auch mit sehr hoher Kompression arbeiten, spritzen wir mit mehr Kraftstoff in den Brennraum ein, als wir eigentlich benötigen für die Verbrennung. Und wir brauchen den Kraftstoff ja auch, um von innen heraus zu kühlen, damit wir keine klopfende Verbrennung haben. Ja. Diesen Fakt haben wir also bei den wenigsten normalen Straßenfahrzeugen im Pkw-Bereich. Ja. Ja. Ist also eine relativ einseitige Betrachtung. Wobei man aber auch sagen kann, also bis 2% geht das Ganze noch, aber ab 2% Autokraftstoff im Öl geht die Viskosität merklich runter und somit dann natürlich auch mein Öldruck und meine zuverlässige Ölversorgung. Ja, das heißt also, wenn der Schmierfilm irgendwann so dünn geworden ist, dass er natürlich dann durch den hohen Druck in diesem Motor, gerade in dem Einzylinder, halt hier die Rolle quasi normalerweise in einem vernünftigen Ölbett läuft, ne, und wird aber durch den hohen Druck und das dünne Öl einfach weggedrückt. Und dann haben wir den Fakt, dass Metall auf Metall arbeitet und hier natürlich auch noch mit einer
punktuell eine Stoßbelastung und da wird dann halt Material plastisch verformt und dann wird die gehärtete Geschicht von der weichen Schicht runtergetragen und dann genau. Ja. Und das ist das Ergebnis davon. Also hier könnte man auch sagen, das ist wahrscheinlich, weil der Motor, der hier drin war, der hatte gerade mal 6000 Kilometer auf der Uhr, also können wir davon ausgehen, das war wahrscheinlich eine klassische Geschichte der Ölverdünnung. Wir haben damals natürlich da keine Ölanalyse gemacht, leider, aber wir halten da unheimlich das Auge drauf jetzt. Wenn nochmal sowas kommen sollte mit kapitalen Motorschäden, also die Kipphebelrollengeschichte kennt ihr ja schon. Da vermuten wir ja auch bei denen, wo die Kipphebelrollen nur einlaufen, also bei den älteren Modellen, vermuten wir ja ähnliche Probleme, weil es gibt Motorräder, die fahren mit speziellen oder dickeren Ölen zum Beispiel oder eben halt auch mit dem 300V seit 30.000, 40.000 Kilometern mit einer Kipphebelrolle oder mit den gleichen Kipphebelrollen und dann gibt es welche, die sind nach 10.000, nach 5.000 kaputt. Also da sind wir dran und bleiben natürlich auch da detektivisch unterwegs für euch. Ja, nochmal zurückzukommen auf das 300V. Ich glaube, da waren wir stehen geblieben. Also Basisöl und Additivpaket sind hier optimal aufeinander abgestimmt. Ester Core heißt das Ganze deshalb, weil synthetische Ester der Kern der Formulierung sind. Ja, also Motul hat die längste Erfahrung in dem Bereich. Schon seit 1971 arbeiten wir mit synthetischen Estern. Und das bildet den Kern der Formulierung. In Verbindung dann mit einem exklusiv entwickelten Additivpaket erreichen wir dann auch extrem hohe Performance-Werte. Synthetische Ester haben noch den Vorteil, dass die eine Polarität besitzen. Das heißt, die haften an Metalloberflächen. Das ist auch gut, wenn ich den Motor warm abstelle. Normalerweise läuft alles Öl zurück in die Ölwanne, weil es bei hoher Temperatur sehr, sehr niedrige Viskosität hat. Bei diesen synthetischen Estern, die haften an den Metalloberflächen und sind beim nächsten Kaltstart schon da, wo sie gebraucht werden. Und ich kann also sehr schnell auch mit einem 15W60 einen belastbaren Schmierfilm aufbauen. Aber wenn man denkt, je dicker das Öl ist, genau, umso schlimmer wäre es im Kaltstart, das dauert zu lange und tralala. Ich habe heute nochmal gerade in den Datenblättern nachgeguckt, beim 15W50, da liegt der Purpoint, das ist also der Punkt, wo dann das Öl langsam anfängt fest zu werden und nicht mehr richtig pumpfähig ist, liegt bei minus 45 Grad und da habe ich mich schon gefragt, welcher Mopedfahrer steigt bei den Temperaturen auf und fährt los. Ne? Ja, in Sibirien weiß man nie, aber die fahren noch meistens als Zweitakter. Ja, Alex, Ester, das berühmte Schlagwort Ester. Ester, was ist das? Ja, gut, dass wir darauf nochmal zurückkommen. Also Ester werden völlig unspektakulär aus ungesättigten Fettsäuren zum Beispiel und Industriealkoholen hergestellt. Also Chemiefirmen wie Henkel oder wie Nyko, die produzieren synthetische Ester und bestimmte Arten bieten halt extreme Vorteile für die Schmierung in Hochleistungsmotoren. Und dieses Know-how nutzen wir schon seit über Jahrzehnte und wie man auch sehen kann, sehr erfolgreich im Motorsport. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Wir haben es ja schon, oder beziehungsweise in meinem Video mit der Ölverdünnung hatte ich das spezielle Öl ja schon mal vorgestellt, also 300V, 15W60, Offroad, ne? Deswegen lasst euch nicht von dem Offroad verunsichern. Das kam ja wohl nur mit der Zusammenarbeit durch Suzuki, oder? Nee, allgemein ist schon eine spezielle Formulierung, die wir im Offroad-Bereich bevorzugen, weil halt die konstruktiven Gegebenheiten sich unterscheiden von Straßenrennsportmotoren und natürlich auch die Betriebsbedingungen. Also wir haben im Offroad-Segment haben wir zwei Öle, das 5W40 Offroad und das 15W60, wobei halt das 15W60 extrem guten Schutz bietet bei hoher Temperatur und hoher mechanischer Belastung. Und gleichzeitig durch die Ester-Core-Technologie bin ich aber auch in der Lage, Reibungsverluste an den richtigen Stellen zu minimieren und damit wieder auch mechanische Energie zurückzugewinnen und damit letztendlich auch einen kleinen Ticken schneller zu sein. Das ist ja so die Hauptanforderung im Motorsport. Ne? Ja, klar. Leistung und entsprechender Schutz. Genau, und gerade Thema Offroad, Motocross, Start, immer ganz großes Thema, ne? Weil da verrauchen die sich ja immer ihre Kupplungen. Richtig. Ne? Und, genau, da sprichst du auch was an. Also in diesem Offroad-Segment sind natürlich auch Reibwertmodifizierer enthalten, die das Ansprechverhalten, die Traktion der Kupplung beeinflussen und dem Fahrer somit auch ein besseres Kupplungsgefühl geben. Reibwertmodifizierer, genau. Lieber Mann, was ein Wort. Ja. Ja, also keine Zauberei. Naja, fast.
Ja, nicht schlecht, Herr Specht, würde ich mal sagen. Also, wie gesagt, das Öl natürlich, da die Offroad-Motoren, also ne, die ganzen. Ja, Supermoto, im Grunde genommen Supermoto. Die sind ja genauso aufgebaut. Ne? Und letztendlich ist Supermoto sogar die härteste Beanspruchungsart im Offroad-Bereich, wenn wir das mal so nennen wollen. Ja. Denn wenn man hier über einen sehr langen Bereich aus dem Drehzahlkeller raus beschleunigt, dann habe ich halt diese extrem hohen Drehmomentspitzen und eben diese hohe Belastung an den Hubzapfen. Dann brauche ich halt auch einen sehr zuverlässigen Schutz. Ja. Genau. Währenddessen, wenn ich im reinen Cross-Bereich unterwegs bin, habe ich ja andauernd Lastwechsel, ja, Gas an, Gas aus. Da habe ich so eine Situation vielleicht ansatzweise, wenn ich mal aus dem losen Sand raus beschleunigen muss. Aber das ist dann auch, wenn, nur ein relativ kurzer Zeitraum. Eben sehr viel Gasstöße fahren die ja eigentlich nur und dann 40 Minuten im Kreis und dann ist das Thema erledigt. So ein 690er-Fahrer am Wochenende mit Kumpels unterwegs, ne? Klar, Samstag, Sonntag voll Kit, irgendwo hin, 300, 400, 500 Kilometer, immer schon am Mitterrad. Und das ist natürlich eine Belastung, gerade bei einem Motor, der mal eben schlappe 70 bis die neuen R-Modelle von 96 fast 80 PS drücken. Das sind natürlich ganz andere Hausnummern als bei einem 415 Motocrosser. Ne? Richtig. Ja, und wie gesagt, darauf abgestimmt ist halt das 15W60 Öl. Ja, ne, also wir haben damit ja auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Vor allen Dingen halt auch mit den ganzen Ölanalysen, die wir auch schon gemacht haben, mit der Firma Motul, dank dem Alex. Und da haben wir natürlich eine Menge schon gelernt und auch gesehen, was, wie, wo, wann kaputt gehen kann. Ja, also daher, wie gesagt, ich kann es euch nur immer wieder ans Herz legen. Das Öl, ich weiß, es gibt Hersteller, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen, die sagen, nein, so ein Öl dürfte man nicht fahren. Allerdings ist dieses Öl auch freigegeben von Motul, genau. Zum Beispiel für die 96 KTM, SMC und SMCR. Einfach im Ölberater nachschauen. Genau, man hört aber immer wieder, dass Kunden mich kontaktieren und sagen, nein, mein Händler hat gesagt, ich darf das Öl nicht fahren. Ist sowas überhaupt, geht sowas? Ich darf so ein Öl nicht fahren, da hast du keine Garantie? Ja, also Händler kleben da mitunter sehr an dem, was sie vor langer, langer Zeit mal gelernt haben. Also es gibt ja auch in vielen Bereichen noch die Aussage, verwende niemals ein vollsynthetisches Öl, dann hast du eine rutschende Kupplung, was einfach nicht stimmt. Das Öl muss einfach nur auf den Anwendungsbereich angepasst und dafür entwickelt worden sein, dann funktioniert das auch mit der Kupplung. Und genauso ist es halt auch mit diesen Bereichen. Hier spielen natürlich zum Teil auch Garantiebestimmungen eine Rolle. Ne? Und manche Fahrzeughersteller versuchen das so ein bisschen einzuengen und man unterbindet damit aber auch allerdings einen fairen Wettbewerb, ne? Draußen im Markt. Und wenn wir eine Empfehlung für ein Produkt abgeben, dann kann derjenige, der es einsetzt, sich auch sicher sein, dass das wirklich passt. Ja, aber das Problem ist trotzdem mal da, ne? Wenn man merkt oder die Kunden haben halt Angst, wenn sie in der Garantiezeit den Ölwechsel machen und statt halt das vorgeschriebene Öl, was KTM vorgibt zum Beispiel, ersetzen durch ein 15W60 Offroad, dass es da Schwierigkeiten geben kann, wenn ein Garantieschaden. Genau, weil dann der Händler einfach auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand hat in der Abwicklung. Ne? Also bei KTM weiß man, wie gut unsere Produkte sind, aber letztendlich steckt da auch ein Bearbeitungsaufwand für den Händler dahinter und letztendlich, wer die Wahl hat, der greift natürlich dann auf das entsprechende Produkt zurück. Für uns war das auch ein Grund, zum Beispiel ein 7100 VT 10W60 zu entwickeln, weil es halt explizit ein 10W60 vorgeschrieben war. Einfach um die Garantiebestimmung zu erfüllen. Mit dem 300V 15W60 liegen wir über den Anforderungen. Also es liegt weit drüber. Genau. Deutsch, ne? Ja. Also ihr seht, ne, es ist mit Sicherheit genau perfekt für euer Motorrad, also gerade 690, gerade im Bereich 690. Und wir sehen ja immer wieder durch halt auch diese Ölanalysen, was dieses Öl vermag. Ja? Und so, Alex, Thema Ölverdünnung, Kraftstoffeintrag ins Öl, dadurch halt Ölverdünnung, durch die Ölverdünnung höherer Ölverbrauch, weil Öl zu dünn, geht an den Kolbenring vorbei. Was können wir machen? Ja, auf der einen Seite kann man natürlich mit dem richtigen Öl, Motoröl mit der angepassten Viskosität entgegenwirken. Zum Beispiel 300V Factory Line Offroad 15W60 kann einen relativ hohen Anteil an unverbrannten Kraftstoff kompensieren. Ja, mit dem zweiten Teil kommst du dann. Richtig. Was müssen wir dann machen, um den Kraftstoffeintrag zu reduzieren? Wir müssen quasi den Benzinhahn oder das Hähnchen ein bisschen zudrehen. Ne? Also den Kraftstoffeintrag
können wir halt nur verhindern, indem wir halt die Kraftstoffmenge reduzieren. So. Im Original-Mapping geht das nicht. Also gehen wir mit dem Zusatzgerät rein, quasi mit zum Beispiel natürlich dem Power Commander von uns und ändern damit die Kraftstoffmengen im ganzen Map-Bereich. Ja? Wir haben die letzte Ölanalyse, die wir gemacht haben, vor ungefähr 6 Wochen, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau, hatten wir halt auch eine 96 SMCR von Baujahr 2014, der auch ein Kit von uns fährt, der Kunde. Und wir hatten uns da eine Ölprobe erbeten, weil er Ölwechsel gemacht hat. Fahrzeug hatte 3000, glaube ich, 3000 Kilometer nach dem Ölwechsel knapp runter. Und wir hatten einen Kraftstoffeintrag von 1,89%. Also genau knapp unter dieser magischen Marke von 2% Kraftstoff. Und der Kunde hat einen Ölverbrauch von 0,18 Liter auf 1000. Also Ziel erreicht, wunderbar, weil vorher war der Kraftstoffverbrauch bzw. der Ölverbrauch, wesentlich höher. Alleine durch die Reduzierung des Kraftstoffverbrauches, jetzt egal ob ihr den Stage 1 Kit fahrt oder nicht, wichtig ist, über ein Gerät, zum Beispiel den Power Commander, den Kraftstoff oder die Kraftstoffmenge anzupassen. Das ist eben halt, wie gesagt, immer das große Thema. Also A, den Schmierstoff anpassen gegen die Ölverdünnung und den die Kraftstoff anpassen. Reduzieren. Genau. Ja, so einfach ist es. So einfach ist es. Wenn man es weiß. Genau. Und vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, wenn irgendwelche Schäden dann entstehen, schreien immer alle Leute, das Öl war falsch oder zu dünn oder hin und her. Nein, die Schmierstoffe können meistens gar nichts dafür. Es liegt meistens halt, wie gesagt, an dem Thema Kraftstoffeintrag. Genau. Dem sind natürlich auch irgendwo Grenzen gesetzt und von daher ist es natürlich auch notwendig, in gewissen Zeitabständen eben auch einen Ölwechsel durchzuführen, damit eben feste Verunreinigungen, unflüssige Verunreinigungen aus dem Ölkreislauf entfernt werden. Mhm. Ja, und wie du da so schön sagtest, vorhin mit dem Reifen, ne? Ja, richtig. Das Öl spielt halt eine sehr untergeordnete Rolle, einzig und allein deshalb, weil man es nicht sieht, wenn es einen perfekten Job macht. Ne? Und ein Reifen, wenn du den fährst, dann merkst du sofort, der ist gut. Ja, der kann was. Und das merkst du halt beim Öl nicht. Und von daher hat es eben auch nicht die notwendige Beachtung. Ne? Ja, vor allen Dingen wird es auch dann fälschlicherweise oft für Dinge verantwortlich gemacht, die dann plötzlich auftreten. Ne? Genau, ne? Vor allem, wenn man dann gerade gewechselt hat und dann geht was kaputt und dann ist Öl schuld. Genau, ist was Öl schuld. Ne? So am einfachsten. Ja, gut, mit diesen abschließenden weisen Worten will ich mal hier enden. Schönen Dank, dass du da warst, Alex. Hat Spaß gemacht, Michael. Ja, wir hoffen da jetzt mal wieder so ein bisschen mehr Licht in die Geschichte reinzubringen. Genau. Weil es wird ja sehr viel gefährliches Halbwissen in den Foren verbreitet, in puncto was für ein Öl. Grundiertes Fundwissen. Grundiertes Fundwissen, genau. Also, ich hoffe, wir konnten euch mal wieder ein bisschen mehr mit Infos füttern, in puncto gerade Schmierstoff. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter zum nächsten Beitrag. Bis gleich. Ja, das war Thema Öl. Ich hoffe, es war interessant. Ja, und ihr konntet ein paar Infos mitnehmen, gerade das, was der Alex uns da erzählt hat. Wir bleiben mit ihm natürlich weiter am Ball in puncto Öl, komische Schäden und. Wir werden also immer weiter Ölanalysen bei der Firma Motul einschicken, wenn uns irgendwas Spanisch vorkommt. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Wie versprochen, in der Folge 9 hatten wir ja den BSD40-Vergaser und jetzt machen wir diesmal das Tutorial für den FCR Cayenne-Vergaser. Da starten wir jetzt in den ersten Teil, weil das wäre natürlich wieder zu lang geworden. Also muss ich das leider teilen. Also erster Teil, FCR-Vergaser, geht jetzt los. So, starten wir mit dem FCR 41 in diesmal zerlegtem Zustand, um das ein bisschen zu strecken, weil mir auch aufgefallen ist, dass das letzte Video von dem BSD 40 doch was lang war mit komplett auseinander und wieder zusammen. Haben wir gedacht, wir machen das jetzt einfach schon mal Zerlegung komplett vor, besprechen die einzelnen Bauteile und bauen den dann sukzessive zusammen. Genauso ist dann halt natürlich rückwärts das Zerlegen. Gut, fangen wir an. Gehen wir mal zu den Bauteilen, zu den Hauptbauteilen. Hier seht ihr die Leerlaufdüse, die Hauptdüse, die Starterdüse. Ja, die ist hauptsächlich für den Choke. Dann die Düsennadel, die Nadeldüse. Früher nannte man das auch noch Düsenstock. Dann dieser
Abdeckrahmen, der unter die Hauptdüse kommt. Dann kommen wir zum Schwimmer. Schwimmernadelventil. Die Achse vom Schwimmer. Die Schrauben für die Schwimmerkammer, das Beschleunigerpumpengehäuse, die Beschleunigerpumpenmembran, die Feder dazu und die Schrauben. Und ihr seht schon hier die Membran, ja, die sieht schon sauber vergammelt aus. Also daher muss man da, auch gerade wenn das Fahrzeug länger gestanden hat, immer darauf achten, ist das Ding noch in Ordnung. Kommen wir zum Schieber, also der Schieber an sich. Mit den Rölleken hier dran, ne? Das ist eine der Besonderheiten des FCRs oder überhaupt der Cayenne-Vergaser, dass die meistens alle Rollen gelagert sind. Dann die sogenannte Dichtplatte, die in dem Schieber drin sitzt. Ja, so. Beziehungsweise so rum. Darum darauf achten, wie ist der Verschleiß. Hier, das ist jetzt wirklich harmlos, die leichten Macken, aber gerade wenn man Vergaser sich, sag ich mal, nachträglich schießt bei eBay oder so von einem Motocrosser, die sind dann unheimlich stark zerrieft, durch den Dreck natürlich. Und hier muss man aufpassen. Zur Not die Platte lieber erneuern. Die kann man original natürlich kaufen, klar, bei KTM oder beim anderen Motorradhersteller, wo der Vergaser drin war. Aber man kann sie auch bei Kai in Deutschland bekommen. Da sind die aus einem speziellen, extrem harten Aluminium gefräst und eloxiert. Und die haben natürlich dann einen viel höheren Verschleißschutz. Also kann ich nur empfehlen, haben wir auch schon verbaut. Die Dinger sind klasse. Dann der Deckel, oben klar, Vergaser, Deckel, dazugehörige Schrauben und unser Choke-Bolzen. Ja. Benzinschlauch ist auch klar. Und hier natürlich das Grundgehäuse. So, und das haben wir jetzt einmal zerlegt, erstmal grob vorgereinigt. Und jetzt gehen wir erstmal zur Feinreinigung, natürlich, ne? Ihr wisst ja schon, ne? Womit? Ganz klar. Mit unserem Carboclean von KTM, von Motul. Das machen wir jetzt erstmal. Dann machen wir das Ding mal schön sauber. Die anderen Bauteile natürlich auch. Und dann bauen wir die wieder zusammen. So, kommen wir zum Schieber. Die Platte, die ich gerade zeigte, mit der neuen Dichtung, so einsetzen, dass die schrägen Ebenen nach oben kommen, beziehungsweise die Bohrung nach unten. Ganz wichtig. So, und jetzt hier gut den Finger drauf halten, aufpassen, dass die Rollen nicht runterfallen, die Schieberplatte in Richtung Fahrtrichtung halten und langsam hier in den Vergaserkorpus einsetzen. Dabei dann hier diese Mitnahmeärmchen langsam vorschieben und in die schräge Ebene einführen und dann einfach plupp nach unten. Jetzt die Halteschraube von der Achse beziehungsweise von den Mitnehmerarmen. Ich habe noch nie erlebt, dass diese Schrauben eingeklebt waren, deswegen werden wir das auch nicht tun. Wahrscheinlich sind diese Schrauben sehr weich und wenn wir die einkleben würden, würden wir die wahrscheinlich beim Demontieren abreißen. Also gut handfest, muss reichen. Funktionsprüfung. Alles prima. Als nächstes setzen wir dann die Düsennadel ein. Ja, also die Stellungen des Clips hier oben, je nach Herstellervorgaben und dementsprechend in den Kerben richtig fixieren. Einmal rein in den Schieber und dann mit einem 4er Imbus könnt ihr diese Halteschraube aufnehmen und hier darauf achten, hier drunter sitzt eine kleine Feder, kommt ein bisschen näher ran, und eine kleine Platte, die drückt auf den Clip. Die Feder ist ganz wichtig, darauf achten, dass die auch drin ist, weil die fixiert die Nadel im Schieber, dass der nicht hin und her flippern kann. Ja, also ganz wichtig, diese Feder hier, darauf achten, dass die drin ist. Es gibt auch noch ältere Modelle von FCRs, die haben das nicht. Also ich glaube, die alten 39er haben sowas gar nicht. Die haben einfach nur eine Schraube drin, die drücken direkt auf die Nadel. Aber hier wurde anscheinend
zwecks oder zur Verbesserung, dass die Nadeln oder die Clips nicht einlaufen in den Vergaser oder einschlagen, so eine Druckfeder verbaut. So, und vorsichtig reinsetzen. Auch wieder gut handfest. Ja, dann seht ihr hier die Schraube. Und das Oberteil ist erledigt. Jetzt den Deckel drauf. Natürlich hier auch neue Gummidichtung setzen. Die ist ja im Dichtsatz mit drin, also machen wir es auch neu. Und, ne, wie ich das ja schon immer erkläre, jeder O-Ring und jede Gummidichtung freut sich über einen kleinen Spritzer Silikon. Damit wird der Gummi gepflegt und hält wesentlich länger. Drauf. Schrauben rein, festziehen, fertig. Jetzt drehen wir das Ding mal rum. So, dem aufmerksamen Zuschauer wird natürlich nicht entgangen sein, ich habe natürlich eine Düse vergessen. Und zwar, das ist hier diese Leerlauf-Luftdüse. Die sitzt hier hinten drin. Ja, die natürlich auch noch mit rausholen, reinigen und wieder reinsetzen. Die ist halt für das Leerlaufsystem. Machen wir jetzt direkt. Immer darauf achten, dass die Schraubendreher, die ihr benutzt, von der Fläche her so breit sind oder wenn es geht, ungefähr so breit sind wie diese Düsen, weil die haben ja in der Mitte diese Bohrung und wenn ihr da wegrutscht, dann brecht ihr gern mal so ein Stück von dem Messing ab. Ja, und dann kriegst du irgendwann nicht mehr raus und dann ist es passiert. Also dementsprechend immer, ne, achtet auf euer Werkzeug, schön gerade vorne, zur Not mal ein bisschen beischleifen den Schraubendreher und dann passt das. So, das war Folge 11. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt noch ein kleiner Appetizer auf Folge 12. Was kommt da? Da werden wir natürlich den Teil 2 für den FCR-Vergaser drin haben. Ne? Das wäre jetzt wieder zu lang geworden, den komplett zu packen. Also dementsprechend zweiter Teil, Unterteil FCR-Vergaser in Folge 12. Und wenn alles gut klappt, werden wir das Update wieder drin haben von der Suzuki DAZ 400, die wir in Folge 9 hatten, wo wir das Fahrwerk und den Aero-Auspuff montiert haben. Diesmal werden wir dann da die nächste Tuning-Stufe zünden und einen TM36 Flachschiebervergaser von Mikuni montieren. Und da mal gucken, was wir da noch oder wie viel Schippen wir da drauflegen können. Halt, ne? Apropos Schippe drauflegen. Als wahrscheinlich Hauptakt für Folge 12 werden 2 Motor-Tuning-Projekte kommen, die wir dieses Jahr in Auftrag oder die wir noch dieses Jahr in Auftrag bekommen haben. 2x96er Motor, einmal eine SMC von Baujahr 09 mit 104 mm Bohrung, 85 mm Kurbelwellen, Huberhöhung und mit einem Zick und Zack, Kopf machen, etc. Und das zweite steht hier. Eine 690 SM von Baujahr 09, da werden wir quasi mit dem Motor ähnlich vorgehen, aber wir werden die 80 Hub lassen. Ja, wir werden also natürlich auch die Kurbelwelle komplett umbauen mit Feinwuchtung, unserem Spezial-Pleuelbolzen, mit der Stützverstopfung links und rechts und. Kugellager natürlich rein und den 104 mm Wössnerkolben verbauen, Kopf machen und. Aber wir lassen den 80 Hub drin, um mal zu schauen, was denn da geht. Ja, wir werden also den Motor ein bisschen drehzahlfreudiger machen, so wie KTM oder beziehungsweise Husqvarna das jetzt auf 2016-17 ja auch macht mit den neuen Motoren. Und wir schauen da mal in Verbindung mit dieser Kombination und natürlich unserem Stage 1 Kit hier drin, was denn hier auf der Rolle ankommt, ja, wenn man so einen Motor mal mit einem kürzeren Hub verbaut. Wir werden jetzt natürlich erstmal eine Eingangsmessung machen an dem Fahrzeug, um zu gucken, was sie jetzt kann. Und dann natürlich, wenn der Motor fertig ist, den wir übrigens auch filmisch begleiten werden, den Zusammenbau, damit ihr mal seht, so ein bisschen Eindruck bekommt, wie so ein Ding langsam entsteht. Dann hier natürlich einbauen und dann abrollen. Ja, das wird bestimmt ein spannendes Projekt, ne, auch für uns. Und ich würde sagen, jetzt sind wir endgültig am Ende. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr noch keins habt. Und wir sehen uns in Folge 12. Und ciao.